Prüfungszeit und Vorlesungszeit überschneiden sich deshalb, insbesondere im Wintersemester, weil wir verhindern wollen, dass die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Prüfungszeitraum zu kurz wird, um noch sinnvoll zu bewerten und Ihnen dann auch eine Chance zu geben, sich auf die zweite Prüfung vorzubereiten. Das ist gerade im Wintersemester ja ein relativ kurzer Zeitraum zwischen Februar und Ende März. Für diesen Januar 2021 wird es aufgrund der Pandemielage keine Präsenzprüfungen geben. Wir müssen uns hier als Hochschule dem fügen, was insgesamt in Berlin, im Land Berlin und auch im Bund verfügt worden ist, sodass, wenn überhaupt, wir Prüfungen mit Präsenz dann in die zweite Februarhälfte legen, wenn die Pandemieentwicklung das dann überhaupt zulässt. Näheres können Sie natürlich wie immer unter den FAQ auf unserer Website finden. Es gibt kein absolutes Anrecht auf elektronische Klausuren, weil die Frage der Prüfungsform eine ist, die in der Verantwortung der Lehrenden liegt. Auch in Pandemiezeiten gilt das Recht auf Freiheit der Lehre und der Lehrenden, die im Grundgesetz festgelegt ist. Natürlich versuchen wir dort, wo es möglich ist und an ganz vielen Stellen, wie Sie wissen, E-Klausuren zu ermöglichen und auch die Lehrenden dazu zu bewegen, das zu machen. Aber es gibt Inhalte und auch Veranstaltungen, wo das nicht gut möglich ist. Zum Beispiel, wenn wir tatsächlich Inhalte haben, wo man direkt an einer Maschine oder in einem Studio gewesen sein muss und am Objekt etwas machen muss, da kann man das nicht sehr gut machen. Und es gibt auch sicherlich im theoretischen Bereich einige Klausuren oder Prüfungen, wo man sagt, das ist besser, wenn wir hier Präsenzmöglichkeiten haben. Auch für die Zeit nach Corona, und ich hoffe, das ist möglichst bald, werden wir natürlich versuchen anzubieten, dass es Klausuren, aber nicht nur Prüfungen, sondern natürlich auch Vorlesungen und Lehrveranstaltungen mit starken Online-Elementen gibt. Dennoch darf man eins nicht vergessen: Die HTW ist eine Präsenzhochschule und wir sind stolz darauf, dass wir viel präsent machen und möglichst nah an Ihnen, an den Studierenden sind und den direkten Austausch ermöglichen. Ich bin aber als Informatiker, das können Sie sich vorstellen, sehr zuversichtlich und werde auch sicherlich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir auch künftig dann in der Zeit nach Corona möglichst viel digital machen, in einem geeigneten Mix mit Präsenz. Die Hochschule insgesamt und natürlich insbesondere auch die Hochschulleitung versucht, nicht nur die Studierenden, sondern auch die Lehrenden dabei zu unterstützen, möglichst viel digital anzubieten, insbesondere jetzt in der Corona-Zeit, vielleicht auch oder sicherlich auch in der Zeit danach. Hierzu bieten wir nicht nur technische Grundlagen und technische Infrastruktur, wo wir wahrscheinlich zu den derzeit führenden Hochschulen in der Stadt gehören, sondern auch didaktische Ausbildungsangebote und Weiterbildungen und Beratungsangebote etc. etc. Hier findet ein reger Austausch auch der Studierenden und der Lehrenden statt und der Lehrenden untereinander. Die Hochschulleitung hat die Aufgabe, dies zu moderieren, hier auch Angebote und Gelder zur Verfügung zu stellen, und das tun wir auch im Rahmen dessen, was überhaupt nur irgendwie möglich ist. Die Pandemie hat uns nicht nur in diesem Wintersemester nochmal voll erwischt, sondern wir müssen damit rechnen, dass sie uns auch im Sommersemester begleiten wird, und negative Prognosen rechnen sogar damit, dass es im kommenden Wintersemester, also ab Oktober 2021, noch ein Faktor sein wird. Wenn Sie Erstsemester an unserer Hochschule sind, kann ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie die Angebote, die wir unter welchem Aufwand auch immer Ihnen machen für Präsenzveranstaltungen, nehmen Sie die bitte wahr und fangen Sie an zu studieren. Lassen Sie die Sachen nicht liegen. Es wird nicht besser dadurch, dass man wartet. Es ist nicht so, dass Sie jetzt unziemliche Eile an den Tag legen sollten. Immer schön vorsichtig sein, bitte. Aber nutzen Sie jede Chance, jedes Zeitfenster, jedes Präsenzfenster, jede Möglichkeit, die wir Ihnen bieten, und kommen Sie direkt auf uns zu. Und wenn es anders nicht geht, auch gerne zu mir. Dafür ist ein Präsident da, um Ihnen zu helfen, in die Hochschule, in das Studium hineinzukommen. Natürlich hoffen wir alle, dass möglichst bald genügend Impfstoff zur Verfügung steht für Lehrende, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und natürlich auch für Studierende. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass andere Gruppen vor uns dran sein werden. Und insofern rechne ich nicht damit, dass wir bis zum Beginn des Sommersemesters, also Anfang April,
schon alle geimpft sein werden oder dass die Pandemie so weit zurückgedrängt ist, dass wir komplett präsent sein können. Rechnen Sie bitte damit, dass das Sommersemester eines ist, das insbesondere am Anfang noch starke digitale Elemente hat und wo wir dann aber hoffentlich mit steigenden Temperaturen und zurückweichender Pandemie auch mehr Präsenz ermöglichen können. Die HTW steht genauso wie alle anderen Menschen oder Institutionen im Moment vor einer großen Herausforderung. Und ich glaube, es ist wirklich genau eine. Und die lautet, wie können wir es hinkriegen, dass wir unseren eigenen Weg gehen unter Berücksichtigung von Pandemiebedingungen. Wir müssen uns um die Pandemie kümmern. Wir müssen sehen, dass wir Infektionen zurückdrängen oder gar nicht erst entstehen lassen, dass wir Kontakte reduzieren etc. etc. Das sind wir auch überall dabei. Und gleichzeitig darf man über einer Pandemie und einer solchen Herausforderung eines nicht vergessen. Wir haben unsere eigenen Ziele. Wir wollen neue Studiengänge auf den Weg bringen. Wir wollen, dass Sie als Studierende einen guten Abschluss kriegen, dass Sie Inhalte lernen, dass Sie sich untereinander austauschen können und mit Lehrenden. Und wir haben eine sehr erfolgreiche Forschung an unserer Hochschule. Und all diese Dinge dürfen und wollen wir nicht vergessen. Und das ist der entscheidende Punkt und der auch im Alltag gar nicht einfach ist. Ich glaube, Sie kennen das von sich selbst auch. Manchmal möchte man einfach alles ausblenden, manchmal möchte man nur in einen Urlaub fahren oder irgendwas tun und manchmal ist man so gefangen von den ganzen Rahmenbedingungen und Änderungen, die die Pandemie uns auferzwingen, dass es einen völlig fängt. Und der entscheidende Faktor, den ich sehe, und daran arbeiten wir als Hochschule und Hochschulleitung auch, our own way. Wir müssen sehen, was ist das, was wir wirklich wollen und dürfen uns nicht von wem auch immer und von was auch immer diktieren lassen, wohin die Reise geht. Es ist unser Weg. Egal wo man ist und egal wo man hingeht, man nimmt immer sich selbst mit. Also die Frage nach Lieblingsort ist die, wo kann ich sein? Wo kann ich sein? An der HTW gibt es viele davon. Natürlich an der Spree, aber auch der Campus Tresco-Allee hat einige wunderbare Ecken und sehr schöne Facetten. Und ich kann Sie eigentlich nur einladen, kommen Sie, sobald es wieder erlaubt ist. Wir werden uns dann treffen und dann lassen Sie uns erkunden, wo die schönsten Orte sind. Unter anderem gibt es auch einige wunderbare Dächer, von denen man einen fantastischen Blick über die Stadt hat.